All right, this is a section on agriculture of conservation. Wir fahren jetzt fort mit Agrikultur, mit Landwirtschaft und der Bewahrung derselben. It's very encouraging to me to realize that you can be successful, as we have seen, with small-scale gardening or farming. Für mich ist es sehr ermutigend zu sehen, wie erfolgreich man mit diesen Grundsätzen sein kann, wenn man es in kleinen Gärten und auf kleineren Grundstücken umsetzt. But using the same principles with different tools, different technology, with the same science, you can grow big-scale farms. Wenn man jetzt aber andere Geräte und andere Technik, andere Maschinen einsetzt, dann kann man die gleichen Prinzipien auch auf großen Landflächen umsetzen. This is what you can do around the home. This is home gardening at its best. Was wir hier sehen, ist ein Heimgarten, was man so auf seinem eigenen privaten Grundstück anlegen kann. Everything exists by design. Alles, was da steht, hat sich jemand ausgedacht. And it reflects understanding of nature, and it reflects an appreciation of nature, and it reflects a lot of common sense being used. Und was wir da sehen, reflektiert ein Verständnis und eine Wertschätzung der Natur und auch ein verständnisvolles Umsetzen dieser Grundsätze. Okay, we have explained this a little bit this morning. Das haben wir heute Morgen etwas erklärt. All right, here are some little tools that can be used at times. Hier haben wir einige Werkzeuge, die man zeitweise im Garten benutzen kann. This is a French tool it's still tilling, but it's not moving the soil, without moving the soil. Es ist eine Gartengabel, die den Boden zwar auflockert, mit der man ihn bearbeiten kann, aber ohne den Boden umzugraben. How to use it? To simply plant it in the ground. Man benutzt diese Gabel so, dass man sie einfach in den Boden hineinsticht And you just move it backwards, forwards. Und sie dann ein paar Mal vor und zurück bewegt. And then you pull it up. Und dann zieht man die Gabel wieder heraus. Okay, so it does create channels for the water and air to go down, but we don't plow, we don't turn the soil. Auf diese Weise wird der Boden etwas durchlüftet und das Wasser kann besser durchgelassen werden. Aber der Boden selber wird nicht gestört, er wird nicht umgegraben. You can buy them or you can make them. Diese Gabeln, die kann man sich kaufen oder auch selber herstellen. That's the one I like. This is when you make earthwork, when you design your beds, you need a tool. This is a more efficient than a rake. You can really move a lot of dirt with that. Das ist ein Werkzeug, das mir sehr gut gefällt. Das ist effizienter als eine Gartenhake, als ein Rechen. Man kann damit Erde gut hin und her bewegen. Also wenn man zum Beispiel ein Hügelbeet anlegt und man möchte da Erde hochziehen, dann ist dieses Werkzeug da sehr gut für geeignet. This is one of my favorite tools. Das ist eins meiner Lieblingswerkzeuge. Now I use that one a lot. Das benutze ich sehr oft. For 30 years. Seit 30 Jahren. When I was still tilling and removing the weeds. Okay. Und das habe ich auch früher noch benutzt, wo ich noch das Unkraut entfernt habe aus meinem Garten. It's still being used when I'm going to plant carrots. Und ich benutze es heute auch noch, um Karotten zu pflanzen. Because carrots, you need to prepare the soil sometimes. Not all of the time, sometimes. Für Karotten muss man den Boden etwas vorbereiten, manchmal. Until you get very good at no tilling, you use the time for carrots. Und da kann man dieses Werkzeug gut benutzen. This is a fork or two forks. We use them the same way as we use the other one. Just plant, move like this. That's it. You remove it. You don't go like down and turn it around. Das sind zwei Mistgabeln, die kann man genauso benutzen wie diese anderen Gartengabeln, die wir gerade gesehen haben. Damit lockern wir den Boden auf, indem wir sie einfach in den Boden hineinstecken, ein paar Mal hin und her bewegen und dann ziehen wir sie wieder heraus. Yeah, and by the way, those are not hay fork. Those are really soil fork. They're much thicker, much stronger. Das sind Gartengabeln. Yeah.
This is the little one I made to weed between the carrots. Das ist ein Werkzeug, das habe ich hergestellt, um zwischen den Möhren das Unkraut zu entfernen. Okay. This is a very useful tool when you make compost. Und das hier ist ein sehr nützliches Werkzeug, wenn man Kompost herstellt. Okay. Now we're going to look at larger ways to make large-scale agriculture. Jetzt wollen wir mal einige Geräte anschauen, die man benutzt, um größere Landflächen zu bewirtschaften. Okay. There is nothing wrong by itself with a big tractor, or at least with a tractor. Es ist an sich nichts Falsches dran, um einen Traktor für die Arbeit zu benutzen. This is a guy, he has a 500 hectare of crops. Dieser Mann, der hat ein Landstück von 500 Hektar. And he hasn't sold a big tractor. He's not sure yet if it's going to work. So he keeps the big tractor, he just uses the new tool. Und er hat seinen großen Traktor noch nicht verkauft, weil er sich nicht sicher ist, ob er den nicht später noch braucht, ob es auch mit kleineren Geräten funktioniert. So you can see to save, sorry. Aber er benutzt modernere Geräte, die man an den Traktor anhängen kann. So in the front, he has what we call a rouleau faca, which is a faca roller, not to cut, only to roll down the plants, the cover crop, to smash them a little bit and to make sure they don't come back up. Und vorne hat er diese Walze dran, die mäht nichts ab, sondern die walzt nur diese Pflanzen dort runter, damit sie Gründünger bilden und sie bleiben dann auf dem Boden liegen. And this is what we do as a strategy to cover the ground and no till, no weeding. This is a sorghum crop. Hier sehen wir Sorghum stehen und auf diese Art und Weise mit solchen Walzen kann man diese Pflanzen dann umlegen und dann dienen die als Mulch und so hat man seinen Boden großflächig abgedeckt. So the soil is covered. Ja, der Boden ist also abgedeckt. And behind comes a machine like this, und which allows to do direct seeding under the cover crop without plowing. Und gleich hinten an den Traktor hängt man eine Sämaschine an, die speziell darauf ausgerichtet ist, um die Samen in diesen Mulch hineinzupflanzen. This is now practiced for over 30 years. The technology now is top. Does work fine. Und das wird schon jetzt seit 30 Jahren so praktiziert und die Technologie ist da wirklich ausgereift. In Brazil, 70% of farming is done on a no-tilling farming system. In Brasilien werden inzwischen 70% der Landwirtschaft nach diesem System ohne Umgraben, ohne Pflügen bebaut. And the results are astounding. This Mit is erstaunlichen Resultaten. One of those machines, a bigger scale. Hier ist auch noch so eine Maschine, etwas größer ausgerichtet. This is sowing wheat, winter rye or winter wheat in August, seeded by August sunflower. Hier wird Winterroggen im August ausgesät zwischen die Sonnenblumen, die dann als Mulch dienen. You can see here the fields, they harvest the wheat next week, and the field will be empty until next spring. Und ihr werdet es hier sehen, dass wenn hier die Weizenfelder abgeerntet werden, dann bleiben die Felder leer bis nächstes Jahr im Frühjahr. So I think in this area people are about 30 years behind. Und hier in dieser Umgebung sind die Menschen etwa 30 Jahre zurückgeblieben. Because today we know that as soon as you harvest one crop, you got to plant the same day or next day. Denn wir wissen, sobald man etwas geerntet hat, muss man gleich an dem Tag oder am nächsten Tag wieder etwas Neues einsehen. And it's possible with machines. Das lässt sich mit Maschinen auch umsetzen. And the investment in time and seeding and seeds there is a nice return. Because with this system, you don't have to plow, use small tractors for vast amount of land.
and those machines are not more expensive than bigger similar equipment for plowing. Und die Investitionen, die lohnen sich für extra Saatgut oder auch für solche Geräte. Die kosten auch nicht mehr als Geräte, die man zum Pflügen bräuchte. This is in California. Das ist in Kalifornien. You can see there's a big field. Ihr seht, es sind große Felder. And it's contour. Und diese Felder seht ihr hier, die sind auch an die landschaftliche Kontur angepasst. We don't have. We don't. Yeah, we don't have a straight line. I mean, it's straight, but it follows the land. Okay, curved. Also da wird nicht in geraden Linien, geraden Feldern gearbeitet, sondern das ist alles kurvig, weil es halt an die Hanglage jeweils angepasst ist. See the edges like a rice field. There are edges, and this is to bring a situation where you have no more erosion. Stops erosion. Und wie bei Reisfeldern ist das auch in leichten Terrassen angelegt. Es gibt also so Ecken, die seht ihr da. Und das Ganze hat zum Ziel, dass die Erosion des Bodens verringert wird. And you can see the small tractor and a big machine behind. Und ihr seht, dass nur ein ganz kleiner Traktor verwendet wird mit einer großen Maschine hinten dran. Because there is no plowing, you don't need a powerful tractor. Weil nicht mehr gepflügt werden muss, ist auch kein starker Traktor mehr nötig. Okay. Today you have machines, technology like this, you have 9 meters up to 15, 16 meter wide in one passing. Diese Maschinen hier, die hier verwendet werden, die sind manchmal 9 Meter breit, manchmal bis zu 15 Meter breit und decken so ein großes Stück Feld mit einem Mal ab. Okay, here you see a soybean field after a corn plantation. Hier sehen wir ein Sojabohnenfeld. Das wurde angelegt nach der letzten Maisernte. So you can see, you can have big field tending to organic natural system. Man kann also auch große Landflächen, große Felder nach diesen organischen Grundsätzen bewirtschaften. And here you can see the smart way to do it. You harvest the wheat and you don't cut nothing. Just leave it. You just cut the part you harvest and you let the straw standing up. They have to be standing. Am besten ist es, wenn man nur den Teil abmäht, den man auch erntet. Und alles andere lässt man stehen. Also auch das übrige Stroh, das steht hier noch zwischen den nächsten Pflanzen. It will protect the soil. Dieses Stroh wird den Boden schützen. And it will create a little shade as the sun moves around. This is July, August. Und es wird einen ganz leichten Schatten werfen, wenn die Sonne über den Himmel wandert. And it does make a difference when it comes to evaporation of the residual water in the soil. It just stays there. Und das macht einen großen Unterschied, was die Wasserverdunstung des Bodens betrifft. And you can plant the next crop right the day after the harvest. Und gleich nach der Ernte, gleich am nächsten Tag, kann man schon die neue Saat ausbringen. Okay, this is in Brazil, large scale farming, soya, corn. Das ist in Brasilien. Dort wird auf sehr großen Landflächen gearbeitet und dort wird Soja und Mais angebaut. Those are tractors. The harvester. Das sind die Mähdrescher, die ernten da. And the same day, 10 minutes behind, Und noch am gleichen Tag, no-till, planting the next crop. 10 Minuten später, wird, ohne dass das Land gepflügt wird, da hinten neu eingesät. So if somebody tells you, oh, well, we cannot do this in big farming. Wenn jemand also sagt, das lässt sich ja gar nicht im großen Stil umsetzen, Here we go. hier wird es schon gemacht. They only take the seeds. Da werden nur This machine, the technology is there. This machine, they take the top of the beans, the soya, they clean the soya beans, and they thrash right away in small pieces behind, all in like a powder. It's mulch. This field is totally mulch, that thick. Also da werden nur die Sojabohnen geerntet, alles andere wird als Mulch sofort zurück aufs Feld ausgebracht. Die Technologie, die macht das schon möglich. Und dann ist das Feld so richtig dick gemulcht, wenn die neue Saat reinkommt.
And behind they plant soybeans and behind comes the corn. Also vorne werden die Sojabohnen geerntet, hinten wird der Mais eingesät. But the amazing thing is instead of with normal traditional plowing, instead of having one harvest a year, now with this they have two. Aber das Schöne ist Less cost. hier dran, im Vergleich zur herkömmlichen Landwirtschaft, dass hier statt einer Ernte 2 Ernten im Jahr erzielt werden und dass weniger Kosten dafür nötig sind als für eine Ernte. Because here, even though it may rain, the tractor can drive over because they don't get into the mud because the soil is covered with mulch. Denn bei diesem System kann der Traktor zum Beispiel auch bei Regen über das Land fahren, weil er nicht in den Schlamm einsinkt, weil ja so eine dicke Mulchschicht darüber ist, die den Boden davor schützt. They don't have to wait for the rainy season to plant. Und man muss auch nicht abwarten bis zur Regenzeit, bis man dann die neue Saat ausbringt. Because under the mulch, the soil is still fresh, cool. Weil der Boden unter der dicken Mulchschicht immer noch schön feucht und kühl ist. Right? This is what some of us think this is a crop of the future. Das ist nach der Meinung einiger der Anbau der Zukunft, Sorghum. It's called sorghum. You have different kind of sorghum. You have the one that is like sugarcane. You press the green part, and of the juice you can make molasses, sugar. Es gibt verschiedene Arten von Sorghum. Einige Arten, da werden die grünen Stängel ausgequetscht und der Saft wird dann weiterverarbeitet zu Zucker. And of course, it's also used for the grain, the seeds. Aber Sorghum wird auch angebaut wegen seines Getreides, That's sorghum seiner bread. Körner. Das hier ist Brot aus Sorghum. It's gluten-free, by the way. Das ist ein glutenfreies Brot. It's very tasty. Es schmeckt sehr gut. You just have to learn to make it. Und man muss nur lernen, wie man das herstellt. The cousin, by the way, corn, sorghum, millet are same family. Und Mais, Sorghum und Hirse, die gehören alle zur gleichen Familie. And this is Indian millet. Hier sehen wir indische Hirse. You can see it's a cone, almost like corn. Und die Hirse bildet auch so Kolben aus, ähnlich wie Mais. Here they sell it for birds. Und bei uns, da wird Hirse als Vogelfutter verkauft. It's more nutritious than rice. Und dabei ist Hirse viel nahrhafter als Reis. And does not need water and almost no fertilizer. Und braucht längst nicht so viel Wasser wie der Reisanbau und benötigt auch kaum Dünger. This is one of the solutions available, no cost, to help people to be well fed. Because, by the way, white rice, almost no nutrition. Nutrition value 0. Just sugar. Und das sind einige Lösungsansätze, die man verwenden könnte, um Menschen zu helfen, eine gute, vollwertige Ernährung zu haben, zu geringen Kosten. Weißer Reis zum Beispiel hat quasi gar keinen Nährwert. Let's say next year on one bed you want to grow tomatoes. Sagen wir mal, nächstes Jahr wollt ihr auf einem bestimmten Beet Tomaten anbauen. In the middle you make 2 lines of this daikon, or there's many type of roots like this. Und dann pflanzen wir auf diesem Beet dieses Jahr schon zum Beispiel so ein Wurzelgemüse an, wie hier auf dem Bild. And they will grow. Und diese Wurzelgemüse, they don't have to be as big as this. Okay? Die müssen gar nicht mal so lange Wurzeln ausbilden wie dieses Gemüse hier. Just to show you that they can get that big. Sondern diese Bilder sollen einfach nur veranschaulichen, wie groß But Wurzeln werden können. Get easily half your arm length to your whole arm, and from the elbow down, easy. Yeah. What is daikon? Daikon is a radish. Chinese radish. Daikon. Oh, Daikon. Das ist das Daikon-Radieschen. Das wird sehr groß. Das ist ein chinesisches Radieschen. So you plant them, kind of close on the line. Die kann man ziemlich eng aneinander setzen in einer Reihe. And it tastes better when they're young.
Und wenn die jung sind, dann schmecken sie am besten. So you pluck a few, take out a few, so the big one can grow. Man kann also ein paar dazwischen einmal ausdünnen und die dann essen und die anderen lässt man wachsen. Okay. And then you just let the frost go over, or you in a warm country, you just chop them off, chop the top. Okay. Und dann lassen wir einfach den Frost darüber gehen. Or you Oder cut them. wir schneiden einfach oben Alright. die Blätter ab. And what happens? Und was geschieht dann? Well, it's mulched. Soil is mulched. Alles ist gemulcht. And you let the winter go over. Und dann kann der Wind, dann kann der Winter kommen. Winter goes over, so now this is going to rot. Okay. Die Wurzel, die verrottet da im Boden. And in the springtime, und im Frühjahr, you can plant your carrots here. Your tomatoes, sorry. Da pflanzen wir hier unsere Tomaten. In the middle. In die Mitte. This is very rich in phosphorus and potassium. Und diese Wurzeln, die da im Boden zurückgeblieben sind, die enthalten sehr viel Kalium und Phosphor. And by April, May, your tomatoes will start to dig into it and feed on it. Ende April, Anfang Mai fangen dann die Tomaten an, sich diese Nährstoffe da herauszuholen. So that's one of the systems we use for a no-till gardening system. Und das ist eins dieser Systeme, die wir benutzen, ohne den Garten umgraben zu müssen. You produce your green manure. You produce your compost. You produce your mulch on the spot. Wir produzieren selber unseren Gründünger, unseren Kompost, alles, was wir brauchen, um den Boden zu düngen. And every year it gets better. Und das wird jedes Jahr besser. The first year, a lot of compost. Im ersten Jahr haben wir viel Kompost. The first year you import a lot of mulch, unless you will need to wait. Im ersten Jahr bringen wir viel Mulch auch in den Garten ein, es sei denn, wir haben die Geduld, um länger zu warten. I bring 10 liter compost per square meter and 10 liter of mulch every square meter when I start the garden. Wenn ich anfangs einen Garten anfange, dann bringe ich 10 Liter Kompost pro Quadratmeter aus und auch 10 Liter Mulch. Okay, it's a 10-10. Also jeweils 10 und 10 auf einen Quadratmeter. 10 Liter of compost. 10 Liter Kompost. It's 10 Liter of mulch. 10 Liter Mulch. For 1 square meter of soil. Auf einen Quadratmeter Erdboden. First year. Im ersten Garten. And then you plant. Und dann pflanzen wir. And then plants thrive, they take over, and your job after that is to keep mulching, planting, mulching. Und wenn die Pflanzen dann schön wachsen und größer werden, dann ist unsere Aufgabe nur noch, um zu mulchen und wieder neue Pflanzen nachzusetzen. Oder beides. To restore soils, yeah, we need some of that sometimes. Wir brauchen manchmal Werkzeuge, um den Boden wieder herzustellen. This plow doesn't turn the soil. Dieser Pflug, der gräbt den Boden nicht um. This is homemade. Das ist ein selbstgemachter Pflug. Okay, it's very simple, just like a shoe, you know. Und der ist einfach wie so eine Art, Messer. Like a shoe. Wie ein Schuh. Ja, der hat die Form eines Schuhs. Okay. This is kind of sharp here. Und der ist vorne ganz scharf. On the back, if you look from top, it looks like this. Wenn man ihn von oben sehen würde, dann sieht er etwa so aus. Okay, so it opens the ground, but it doesn't turn the ground. Okay. Der er öffnet den Boden, aber er dreht ihn nicht um. This is one you can buy. So kann man ihn auch kaufen. Okay. It's good to plant trees, by the way. Und es ist sehr gut auch zu verwenden, wenn man Bäume pflanzen möchte. This is very good to plant trees big scale or grapevines. Wenn man jetzt Bäume im großen Stil pflanzen möchte oder auch ganze Weinstöcke anlegen möchte. This is the same principle for smaller crops. Das ist ein ähnliches Prinzip hier, aber für kleinere
Gewächse. This is a simple machine to make holes very fast if you have a soft soil. Das ist ein Like a drill. Erdbohrer. Das ist ein Erdbohrer, mit dem man Löcher graben kann, wenn man einen weichen Boden hat. It's operated by 2 people. Der muss von 2 Leuten bedient werden. This is a hand one. This is more for post, to plant post. Oben haben wir einen, der von Hand bedient wird, um zum Beispiel Pfähle in den Boden einzugraben. And this one we use especially to plant grapevines. Und unten einen maschinenbetriebenen, den benutzt man, um zum Beispiel Weinstöcke zu pflanzen. You can plant very small trees in this, but it can go deep. It can go 1 meter. Mit diesem Erdbohrer kann man bis zu 1 Meter tiefe Löcher graben. So it's a good system in a way. Das ist ein sehr gutes System. This is a big one with a tractor. Und hier haben wir einen großen Erdbohrer, der mit einem Traktor bedient wird. They use it to replant grapevine. Der wird auch benutzt, um Weinstöcke anzulegen. Okay. So there's many possibilities. Es gibt da viele Möglichkeiten. Depends on the size of your land, what you're doing, what you're growing. There are a number of tool system strategies available, and you just have to tap in and use them. Je nachdem, wie groß das Grundstück ist, die Landfläche, die man bearbeiten möchte, da braucht man dann entsprechende Geräte für und die sind auch durchaus verfügbar, die kann man bekommen. Man muss halt nur gucken, ja, was man braucht. Thank you very much. Dankeschön. There is more tomorrow. Es kommt noch mehr morgen.